Hallo meine Lieben, ich hatte für heute eigentlich was ganz anderes vorgesehen, nämlich euch endlich mal wieder ein kleines Nähprojekt zu zeigen. Aber dann habe ich was entdeckt, wo ich dachte, das will ich unbedingt ausprobieren und euch das zeigen, weil ich finde das super cool. Und da geht es um das Explosion Box Tool von We Are Memory Keepers, womit ihr eben solche Explosion Box machen könnt oder Explosion Boxen machen könnt. Und ich werde heute einfach ein paar Beispiele zeigen, aber da könnt ihr echt noch ganz viel mehr machen. Das heißt, es wird auch ganz sicher nicht das letzte Mal sein, wo ich euch das auf diesem Kanal zeige. Wie das Ganze aussieht und wie das Ganze auch funktioniert, das seht ihr gleich nach dem Intro. Wenn ich vom Explosion Board spreche, dann ist es dieses hier von We Are Memory Keepers. Und da drin hat es das Board und es hat auch eine Anleitung. Ich werde heute jeweils die Inch-Angaben euch sagen, weil das auch die sind, die auf dem Board drauf sind. Aber es hat auch eine Erklärung mit drin und da habt ihr jeweils auch die Zentimeterangaben drin. Also, wenn ihr lieber mit Zentimeterangaben arbeitet, könnt ihr das hier verwenden. Auf dem Board selber haben wir hier oben Lid, das ist für den Deckel, von XXS bis XXL für die Boxen. Wir haben hier eine Querlinie und dann haben wir hier für die Box die Angaben jeweils, wie groß das Papier sein muss. Bei XXL sind es 12 Inch mal 12 Inch. Dann in 1 Inch Stufen runter bis zur XXS-Box, die 6 mal 6 Inch, wo ihr ein 6 mal 6 Inch Papier braucht. Dasselbe hier für die Deckel. Da habt ihr dann auch entsprechend, wenn ihr jetzt eine XXL-Box macht, dann braucht ihr natürlich auch einen XXL-Deckel und dafür braucht ein Papier, was 6,5 Inch mal 6,5 Inch ist. Unten drin habt ihr ein Falzbein, was super ist, dass man das nicht verliert. Und hier oben habt ihr noch Herzen. Und wozu ihr die braucht, das zeige ich euch gleich mit der ersten Box. Für die erste Box habe ich ein Designpapier, was zwei Sachen hat. Einerseits hier solche coolen Kamera, ich weiß nicht, wie man das bei euch nennt. Bei uns hieß es Walk Me, weil es ist eigentlich eine Marke. Es ist so ein Rekorder mit Kopfhörer und dann Turnschuhe. Finde ich ganz cool. Und auf der Rückseite ist es einfach in diesen Farben eingefärbt. Das heißt, ich werde euch zuerst eine simple Box zeigen, wo ich eben ein beidseitig bedrucktes Papier verwende und ich würde auch nicht unter 200 Gramm gehen, ganz ehrlich gesagt, damit das dann trotzdem so ein bisschen eine Stabilität hat. Ich werde als erstes 4 Boxen machen und zwar fange ich hier bei XXL an, gehe zu XL, L und M. Das heißt, diese 4 machen wir dann nachher noch eine andere, aber dazu brauche ich eben ein Papier für die XXL, was 12 x 12 Inch, für die XL ein 11 x 11 Inch, für die L ein 10 x 10 Inch und für die M ein 9 x 9 Inch, plus zusätzlich dann für den Deckel XXL 6,5 Inch x 6,5 Inch, XL 6,25 Inch x 6,25 Inch, L 5,78 Inch x 5,78 Inch und M 5,5 Inch x 5,5 Inch. Das ist das, was ihr braucht. Das heißt, ich habe hier die Papiere für den Deckel schon zugeschnitten. Das sind die hier. Und dann auch für die Boxen. Und genau so arbeiten wir jetzt. Wir fangen bei der größten an und gehen dann runter. Das heißt, als allererstes mache ich die XXL Box. Und das ist eben 12 Inch mal 12 Inch Papier. Dann schiebt ihr das hier schön oben in die Ecke und dann zieht ihr hier beim XXL, zieht ihr ganz einfach eine Falzlinie.
Das Schöne hier bei dem Board ist, dass es genug lang ist. Das heißt, ich rutsche unten auch nicht raus und mache das Papier kaputt. Dann drehe ich das und mache genau gleich wieder bei der XXL Einkerbung eine Falzlinie. Und das auf allen 4 Seiten. Und was ihr dann auch noch macht, ist hier diese Linie auch nachzuziehen. Und zwar einfach bis zum Schneiderpunkt, wo sich die Linien, die ihr schon gezogen habt, dass sich die hier treffen. Das heißt, ich gehe hier runter und gehe hier bis in die Ecke rein. Und das auch auf allen 4 Seiten. Das war das erste Blatt, eben die 12×12 Inch. Jetzt gehe ich zum nächsten und da nehme ich einfach die andere Seite vom Papier. Ne? Hier wäre auch wieder dasselbe Muster. Ich drehe es einfach um und mache es diesmal von der Seite, so dass ich immer schön eine Abwechslung habe. Das ist eben das 11×11 Inch Papier und hier gehe ich zur XL-Linie und ziehe da genau gleich wie vorhin auch auf allen 4 Seiten diese Linie. Und dann auch wieder diese Querlinie. Dann kommen wir auch schon zum nächsten. Da nehme ich wieder die andere Seite nach oben. Und jetzt kommt als nächste Größe das L. Das sind 10×10 Inch. Und da natürlich die L-Linie. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side. Das war das. Und jetzt kommen wir noch zum letzten. Das ist die Größe für die M-Box. Da ist das Papier 9 Inch mal 9 Inch. Und da seht ihr jetzt logischerweise die Linie beim M. I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. So, jetzt legen wir das kurz beiseite. Und was ich jetzt mache, ich nehme die Herzen und bei den Herzen habt ihr hier unten, gucken, dass ihr das fokussiert kriegt. Na, hier habt ihr immer die Größenangaben drauf. Das heißt, ich brauche XXL, XL, L und M. Dann brauche ich einen Bleistift. Und jetzt legt ihr das Herz genau hier in die Ecke, wo ihr auch diese diagonale Linie gezogen habt. Schön, wirklich schön in die Ecke rein. So, und dann könnt ihr hier, bis ihr hier an die Linie rankommt, könnt ihr das nachzeichnen. So, dass ihr hier dieses Herz abgebildet habt. Ne? Hier oben. Und das mache ich auch auf allen Seiten. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down. Jetzt haben wir das beim ersten Papier und das mache ich jetzt auch beim nächsten, also auch bei den anderen 3 Papieren, jeweils eben mit dem entsprechenden Herz, was hier jetzt zum Beispiel, das ist die XL-Box, also nehme ich auch das XL-Herz und lege das genau gleich in die Ecke. Und so mache ich das bei allen Boxen auf allen 4 Seiten. Save me until you set me free. My eyes were closed. Now I see clear as day. Und guckt da jeweils auch drauf, nicht nur, dass ihr in der Ecke liegt, sondern auch, dass die Falzlinie hier schön in die Ecke vom Herz geht. Und jetzt können wir hingehen und das Ganze ausschneiden. Und ja, das Ganze würde natürlich einfacher gehen, wenn man das mit dem Plotter machen würde. Aber ich finde das ganz einfach auch ab und zu mal wieder schön, einfach ein bisschen ohne Plotter Papierpassen zu machen. Ne?
Das heißt, ich schneide hier jeweils einfach, bis ich die Ecke vom Herz treffe. Auch hier von oben. Und dann könnt ihr den ganzen Rest auch noch ausschneiden. Und wie immer, es geht einfach, wenn ihr das so schneidet, dass ihr das Papier quasi dreht und nicht eure Schere. Und wenn ihr dann noch irgendwelche Bleistiftlinien drauf habt, könnt ihr die ganz einfach wieder ausradieren. Und dann sollte das so aussehen, dass ihr eben diese Boxen habt und hier in den Ecken die Herzen ausgeschnitten. Das mache ich jetzt mit allen Papieren und bin dann gleich wieder zurück bei euch. So, das habe ich jetzt mit allen Papieren gemacht und für diejenigen, ne, ich höre euch schon, diejenigen, die jetzt sagen, ne, das ist mir echt zu mühsam, hier Herzchen auszuschneiden von Hand oder ist jetzt nicht so meins, das müsst ihr natürlich nicht machen. Also müssen tut ihr sowieso nichts, aber um die Boxen zu machen, müsst ihr nicht zwingend diese Herzen verwenden. Das seht ihr dann nachher bei der anderen Box, wie ihr das auch machen könnt. So, jetzt können wir hier bei allen Boxen noch die Falzlinien nachziehen, damit sich die dann auch ganz schön formt. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. So, und dann bei den Herzen, die werden so reingeklappt, ne? Damit dann so eine Box entsteht. Da ziehe ich die Falzlinien auch entsprechend kurz nach. Und so habt ihr dann hier entsteht diese Box. So kommt die dann zusammen. Das mache ich auch kurz mit allen noch. Und ihr seht jetzt, das ist die XXL Box. Also ihr kriegt hier schon eine anständige Größe von Box. Die Endmaße gucken wir uns dann ganz am Schluss an. Aber das sind jetzt hier schon mal die Boxen. Jetzt brauchen wir natürlich Deckel. Ihr könnt euch hier entscheiden, wollt ihr einen Deckel machen. Ich wollte das jetzt für jede einzelne Box ein Deckel ist, damit man das nacheinander aufmachen kann. Finde ich eine coole Sache. Von dem her kümmern wir uns auch noch kurz um die Deckel. Da nehmen wir wieder das Board und da habe ich jetzt eben die Deckel in den unterschiedlichen Größen. Jetzt muss ich gucken, bei der größten sind die Turnschuhe außen. Genau. Dann lege ich das so hin. Und jetzt habt ihr hier eine Linie, die heißt Lid. Und der Unterschied, also die Lid, die zieht ihr jetzt bei allen Deckeln gleich. Es macht dann einen Unterschied, weil ihr ein unterschiedlich großes Papier habt. Ne, hier jetzt seht ihr bei der Lid, für die XXL Box habe ich 6,5 Inch mal 6,5 Inch. Und genauso ziehe ich da jetzt die 4 Linien nach. Und auch hier mache ich hier von der Ecke bis da, wo sich die beiden Linien treffen, auch noch eine Falzlinie. Es gibt solche, die schneiden hier, wie man das sonst von Geschenkboxen kennt, schneiden das hier so ein bisschen anders ein. Ich habe einfach gemerkt, ich brauche dieses Material quasi, damit der Deckel dann nicht zu groß ist für die Box. Ja. So, jetzt habe ich die Box, die XL, das ist 6,25 Inch mal 6,25 Inch, aber genau gleich ziehe ich hier die Linie bei der Lid-Linie. Dann das nächste ist das L, das sind 5,7 Inch mal 5,7 Inch. Fragt ihr euch, warum ziehst du nicht jeweils diese Ecke gleich, wenn es schon da liegt? Ich finde, es geht so ein bisschen einfacher, weil so sehe ich wirklich, dass es genau in die Ecke reingeht.
Geschmackssache. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt den Strich hier zieht, dass ihr jetzt die Ecke schon macht. Aber ich mache das gerne, dass ich zuerst die Außenlinie ziehe und dann die Ecken mache. Das Board brauche ich jetzt für den Moment nicht mehr und da hilft es, wenn ihr das Falzbein jeweils reinmacht. Und ihr könnt natürlich zum Linienfalzen nachher auch das Falzbein verwenden. Ich arbeite gerne mit meinen, was ich auch sonst zum Basteln verwende, deshalb mache ich das so. So, jetzt haben wir hier bei der Box, das ist die kleinste, da wird außen dieses Muster sein und deshalb will ich, dass der Deckel dieses Muster außen hat. Und genauso hatte ich das auch gefalzt. Das heißt, ich wechsle nicht nur, ich habe nicht nur bei den Boxen selber abgewechselt, sondern auch hier bei den Boxen. So, und die Ecke, die liegt hier einfach schön rein. So dass wir hier dann einen Deckel haben. Bei der Box müssen wir nichts kleben, die Deckel müssen wir dann noch gleich kleben. Weil die Boxen sollen ja aufspringen, deshalb kleben wir die nicht. So, jetzt müssen wir den Deckel noch zusammenkleben und ich habe hier einfach vom Nähen so kleine Klammern, damit ich das kurz festmachen kann. Und ich mache immer eine Ecke in die andere Richtung, ne? Die gucken quasi im Kreis herum. Dann müsst ihr jetzt hier innen drinne Kleber festmachen. Ich nehme gerne Flüssigkleber, da könnt ihr natürlich den Kleber eurer Wahl nehmen. Einfach irgendwas, was gut hält, ne? Das heißt, hier zwischendrin und hier in der Ecke. Und so kann ich das festkleben. Das heißt, ich halte das hier kurz, drücke das hier fest und dann mache ich da einfach kurz eine Klammer drauf, damit das dann auch so kurz festgehalten wird. Und genauso mache ich das in allen Ecken. Until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take. Ich mache jetzt noch die letzte Ecke und da muss ich mich kurz um diesen Kleber kümmern, weil irgendwie scheint da etwas verklebt zu sein. Ich muss echt drauf drücken, wie blöde, dass da überhaupt Kleber rauskommt. Das ist immer so die Sache, ne, mit diesen Tüllen. Das ist zwar schön, weil nicht so viel Kleber auf einmal rauskommt, aber die verkleben halt einfach auch super gerne. So, so lasse ich das trocknen und ich kümmere mich kurz um meinen Kleber und dann klebe ich die restlichen Deckel auch noch zusammen und bin dann wieder zurück bei euch. Ich wollte euch noch kurz erklären von wegen den Ecken, warum ich die so festklebe. Normalerweise, was wir machen bei Boxen, ist, dass wir hier nicht eine horizontale Linie haben, sondern dass wir hier reinschneiden und das quasi so umklappen und hier innen drin festkleben. Aber dadurch habe ich zu wenig Dimension quasi. Es braucht wirklich so diese Dimension von diesen Ecken, die hier drinnen liegen, damit der Deckel dann auch sauber drauf passt. Deshalb klebe ich die so fest. So, und dann haben wir eigentlich auch schon alles bereit. Wenn die hier trocknen, kann ich hier die Boxen noch einkleben. Und zwar werde ich immer den Boden in die nächstgrößere Box reinkleben und das schön mittig natürlich. Auch hier, ihr könnt natürlich wieder den Kleber eurer Wahl nehmen, ne? Da guckt ihr einfach, dass ihr schön mittig zu liegen kommt hier. So. Dann die nächste drauf. Feels
feels like I can fly. Wenn es euch einfacher geht, könnt ihr es auch quasi so zusammenhalten und dann versuchen, hier die Mitte zu treffen. Auch das geht. Ich finde es eigentlich fast einfacher, wenn ich die aufklappe. Und mit dem Flüssigkleber kann ich halt einfach auch immer noch so ein kleines bisschen schieben. Und das war auch schon alles, was wir kleben müssen. Wie gesagt, ihr könntet hier auch nur einen Deckel machen. Ich fand es cool, wenn man da eine Box nach dem anderen macht. Und da könnt ihr die Box ganz einfach so zusammenhalten. Den Deckel nehmen und mal gucken, welche Richtung. Das guckt mich an. Und so sitzt er hier auch wirklich schön drauf und hat ein kleines bisschen Spiel, damit sich das Ganze auch so ein kleines bisschen ausbreiten kann. Aber der passt wunderbar drauf. Und die nächste, da mache ich einfach beide Seiten quasi um die Box herum. Das heißt, ich nehme die Herzen, lege sie hier drauf und dann ziehe ich den Rest der Seiten quasi hoch. Ne? Damit die sich schön hier ringsherum schließt. Auch der hat wieder wunderbar Platz. Dasselbe hier. Die Herzen ringsherum hochziehen. Hochziehen, festhalten und Deckel drauf. Und zuletzt noch der letzte Deckel. Und so habt ihr wunderbar eine Explosionsbox, wo ihr jetzt in der Variante halt einfach, ne, eins quasi nach dem anderen aufmachen könnt. Ich finde den Effekt halt einfach cool. Und jetzt könnt ihr hier hingehen und die ganzen Seiten hier noch verzieren, Sachen reinmachen, Laschen reinmachen. Aber ihr könntet eben auch nur quasi einen Deckel machen. Dann könnt ihr das so zusammenschließen. Na, dann gehen die Herzen alle schön ineinander und dann nur ein Deckel drauf machen. Ne? Auch das ist eine Variante. Aber wie gesagt, ich fand es eigentlich cooler, wenn man da eine Box nach der anderen aufmacht. Jetzt wollten wir uns ja noch die Größe angucken und da habe ich hier die kleinste im Moment bei mir. Geht natürlich auch kleiner, aber bei mir ist jetzt die kleinste. Das ist die M-Box. Die ist von der Höhe her 7,5 cm, 8 cm, 8 cm. Das ist die M-Box. Die nächste, die ist von der Höhe 8,5 und hier haben wir 9 auf 9. Quasi einfach immer einen Zentimeter größer, gehe ich jetzt mal davon aus. Wir testen das kurz. Höhe 9,5, Breite 10 auf 10. Und die letzte, da sind wir jetzt in der Höhe bei 10,2 circa mal 10,8 auf 10,8. So, ne? Das diese Variante. Jetzt, wie gesagt, ihr müsst es mit den Herzen nicht machen und es gibt ganz viele andere Varianten, wie ihr das machen könnt. Und das gucken wir uns jetzt auch noch an. So, meine Lieben, weiter geht's mit der nächsten Box. Und da habe ich ein Designpapier, so eine Vintage-Collage mit ganz coolen Papieren. Aber die ist nur einseitig bedruckt und deshalb werde ich das verwenden für die Mattung. Und hier habe ich passend quasi dazu
einen schwarzen Bastelkarton, der 300 Gramm ist. Und zwar für die Boxengrößen M bis XXS. Das heißt, ich mache hier auch wieder 4 Boxen und aber nur einen Deckel. Ich starte jetzt kurz gleich mit dem Deckel. Der ist für die M-Box 5,5 Inch mal 5,5 Inch. Und hier wie vorhin, upsie, ziehen wir einfach die Linie für den Deckel. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen mehr Schmackes geben beim Linienziehen, weil das ein 300 Gramm Papier ist. Und hier mache ich auch die Ecke. Ich habe hier teilweise den Strich nicht ganz erwischt. Ist nicht so schlimm, weil das wird ja eh gemattet. Also von dem her passt das. Dann von den Boxen her nehme ich mal das größte. Und die größte bei mir wird die M-Box sein. Das heißt, ich ziehe hier beim M die Linie und das Papier ist beim M 9 Inch mal 9 Inch. Hier werde ich die Ecke nicht ziehen und zwar aus folgendem Grund. Ich nehme hier kurz meinen Hebelschneider und schneide jetzt, das könnt ihr auch mit der Schere machen oder mit was auch immer, schneide hier von der einen Ecke in die andere Ecke das zurück. Und zwar auf allen Seiten. Wie gesagt, ihr braucht nicht zwingend einen Nebelschneider, ihr könnt es auch zum Beispiel kurz anzeichnen mit dem Lineal und dann das Ganze einfach mit der Schere schneiden. Was wir hier machen ist jetzt, also jeweils 2 Felder werden eine Einstecklasche bekommen. Deshalb schneide ich hier entlang der Falzkante, schneide ich das ein. Bis wieder zur Kante, das auf beiden Seiten. Dann drehe ich das um 180 Grad und mache dasselbe auf der anderen Seite. Und wenn wir jetzt hier die Falzlinien nachziehen, dann seht ihr schon das Prinzip, weil wir werden jetzt hier, haben wir dann 2 Taschen auf den Seiten und 2 ohne Taschen. Das klebe ich jetzt noch nicht zusammen, weil ich werde nachher das Ganze zuerst noch matten. Das war die größte Box, die M-Box. Dann kommen wir zur nächstgrößeren und das ist die S-Box und da haben wir 8 Inch mal 8 Inch. Das heißt, hier ziehen wir die Linie bei der S-Linie. Auch hier werde ich die Ecken nicht anzeichnen, weil hier machen wir auch eine Einstecklasche, aber ein bisschen anders. Und zwar schneide ich hier nichts ab, sondern ich schneide hier nur das Ganze zurück. Das heißt hier auch wieder bis zur Ecke von beiden Seiten. Dann drehe ich es wieder um 180 Grad und mache dasselbe auf der anderen Seite. Dann können wir auch hier die Falzlinien nachziehen. Und was ich jetzt will, ist, dass ich hier bei den beiden, dass da nichts ist und hier will ich eine Tasche haben, da brauche ich aber nur eine Seite und deshalb schneiden wir eine Ecke auf beiden Seiten raus. Und so haben wir eben hier diese beiden freistehenden Laschen plus hier habe ich dann eine Tasche. Und damit man dann oben das, was man da reinmacht, gut rausnehmen kann, mache ich hier mit einer kleinen Kreisstanze
noch so einen Halbkreis rein. Und zwar mache ich das auf 2 Seiten, das heißt hier von oben und hier bei der von oben. So, dann haben wir hier 2 Einstecktaschen. Das ist diese. Dann nehmen wir die nächste Größe, das ist die XS Box. Die ist 7 Inch mal 7 Inch. Hier zeichne ich mir die Ecken an. Und keine Angst, wir machen keine Herzen, sondern da wird was anderes draus. Was ich hier auch wieder mache, ist genau gleich wie bei der ersten, dass ich die Ecken zurückschneide. Also hier von der einen Ecke zur anderen Ecke schneide ich das ab. Dann sieht das Ganze so aus. Was ich jetzt mache, ich schneide diese angezeichnete Linie, schneide ich runter bis zur Ecke. Und was hiermit jetzt entsteht, ich ziehe kurz die Falzlinien nach von den Vierecken. Und wenn ich jetzt die Ecken hier reinklappe, dann entstehen hier solche Ecken. Da machen wir nachher etwas drauf, um das quasi zusammenzuhalten, und so bekomme ich auch eine Einstecklasche, die aber ein bisschen anders aussieht als die, die wir bisher gemacht haben. Ja, dann entsteht hier dieses Bild. Und für die letzte, da werde ich tatsächlich eine Box draus machen. Das heißt, eine, die nicht aufklappt, sondern die dann wirklich verschlossen ist. Das ist jetzt die XXS Box und deshalb ist das Papier 6 x 6 Inch. Und ich ziehe hier bei der XXS die Linie. Und hier mache ich die Ecken auch nicht. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. Echt, ihr könntet auch zum Beispiel hier diese beiden Laschen nur zur Hälfte schneiden und dann quasi so wie ein kleines Türchen machen. Auch das ist eine Möglichkeit. Was ich jetzt hier mache, ist, ich schneide das zu wie eine Box. Das heißt, ich schneide das auf der einen Seite wieder bis zur Linie runter. Dann drehe ich das und schneide hier auf der Seite bis zur Linie runter. Dann wieder drehen, hier runter schneiden. Und wieder drehen und nochmal runter schneiden. Diese Elemente hier werden jetzt meine Klebelaschen und deshalb schneide ich die hier so ein kleines bisschen zurück, 1 cm vielleicht. Und dann schräge ich die auch noch an, auf beiden Seiten. Und dann können wir auch hier die ganzen Falzlinien nachziehen. Dann haben wir hier die Basis, um eine kleine Box zu machen. Und dafür brauchen wir natürlich auch noch einen Deckel. Damit ich hier jetzt den Deckel, einen passenden Deckel habe, weil ich klebe ja das zusammen und da wäre der normale Deckel ein bisschen zu groß. Und deshalb habe ich das hier zurechtgeschnitten, ein bisschen kleiner, weil der Deckel für die XX-Box wäre 4,5 Inch mal 4,5 Inch und ich habe hier 11 cm mal 11 cm zurechtgeschnitten. Wie habe ich das bestimmt? Wenn ich die Box zusammen mache,
dann ist hier die Kante sind 5,3 cm. Hier, diese Lid, die Höhe sind 2,8 cm. Die habe ich auf beiden Seiten und deshalb sind 2,8 plus 2,8 plus die 5,3 sind 10,9. Deshalb habe ich jetzt hier 11 cm gemacht. Und so kann ich das jetzt nehmen und hier auch ringsherum bei der Lid die Falzlinie ziehen. Und so sollte das eigentlich passen. Ich kontrolliere das kurz. Ja, sollte passen. Was ich jetzt mache, ich schneide hier auch der Falzkante entlang bis zur Ecke. Das auf allen 4 Seiten. Und dann schräge ich hier diese Klebelaschen noch an. Können wir auch hier die Falzlinien nachziehen. So, und wenn ich den Deckel dann zusammen mache, sollte der dann passend sein für die Box, wenn sie zusammengeklebt ist. Und das sollte tatsächlich auch wunderbar passen, dass die schön satt hier drauf sitzt. Ne? Das ist das Prinzip. Das heißt, so könnt ihr individuell auch die Deckel festlegen. So, jetzt werde ich kurz gucken, mir die Mattungen zurechtschneiden und ich mache das immer so, dass ich einfach messe, wie groß, ne, hier zum Beispiel das Viereck, das sind 5 cm mal 5 cm. Das heißt, ich mache eine Mattung von 4,5 cm mal 4,5 cm und das 4-mal für die Außenseiten plus 4-mal für die Innenseiten. Bei der, die ich in der Mitte festklebe, brauche ich unten natürlich nichts, aber man wird hier den Boden sehen und deshalb werde ich auch hier drinnen eine Mattung machen. Ne? Dasselbe beim Deckel, da werde ich hier oben, messe ich einfach wie groß das ist und mache da 1,5 cm eine Mattung, plus aber auch hier für diese Seiten. Ne? Und das mache ich kurz für alle Boxen, damit wir das dann auch zusammenstellen können. So, das war jetzt ein ziemliches Geschnipsel, um die ganzen Teile zusammenzukriegen, aber es hat funktioniert. Ich würde sagen, wir fangen mit, machen wir von außen nach innen. Das heißt, hier das kleinste, das zweitkleinste, mittlere und hier das große und der Deckel. Das heißt, zuerst der Deckel. Da lege ich einfach mal die Kanten um. Dann sieht man das jeweils auch schöner, wo das Papier platziert werden muss. Und hier habe ich für außen, das fand ich so cool, diese Schreibmaschine. Wie gesagt, ich habe einfach die Maße genommen und dann einen halben Zentimeter kleiner und ringsherum auch die Streifen. So bringe ich das alles auf. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Und die Seiten innen drinne, die matte ich nicht, weil ich hier ja die Ecken reinlege. Genau das können wir jetzt machen, nämlich hier den Deckel schon mal zusammenkleben. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly.
can take me high. Dann haben wir den schon mal und können den trocknen lassen. Dann die äußerste Box. Da habe ich für außen 4 Mattungen. Dann habe ich für die Ecken eine Mattung und für innen auch 4 Mattungen. Den Boden werde ich nicht matten, weil die Boxen sind so nah aneinander von der Größe her, das würde das meiste eh überdecken. Von dem her mache ich das einfach so. Das heißt, ich matte hier diese Seiten und hier habe ich es ganz einfach so gemacht. Ich habe dasselbe Maß genommen wie die und das dann ganz einfach in die Hälfte geschnitten und so habe ich wunderbar für außen für die Ecken auch eine Mattung. Ne? So klebe ich das alles drauf. Jetzt habe ich hier überall die Mattungen schon drauf gebracht und ja, jetzt kann ich hier eigentlich nur noch diese Taschen bilden. Da müsst ihr natürlich gucken, was soll oben sein. Dann mache ich hier nur einen dünnen Strich, ne, entlang dieser Kante plus hier entlang und dann auch noch hier entlang. Das heißt wirklich nur unten. Könnt ihr das hier reinlegen und das hier reinlegen. Und so entsteht eben hier, ne, diese Tasche, wo ihr dann entsprechend einen Tag zum Beispiel reinmachen könnt. Selber auf der anderen Seite. Dann haben wir eigentlich quasi schon die äußerste Box. Na, wenn man die dann zusammen macht. So. Wird die quasi durch den Deckel zusammengehalten. Und wenn ich sie dann aufmache, fällt sie auseinander. Ne? Und da machen wir jetzt noch weiter mit der nächstgrößeren Box. Das ist diese hier, wo wir die Taschen haben. Deshalb mache ich das zuerst raus, also auf der Außenseite. Kurz gucken, was ich innen und was ich außen haben möchte. Und das ist diese Seite, diese und diese. Ne? Of a lullaby. I've been trying to make sense of it. Dann von der Innenseite her haben wir hier die Taschen und die klebe ich auch schon fest. Und zwar muss das einerseits hier an dieser Kante und hier unten an der Kante muss da Kleber drauf. Natürlich auch quasi nur ein dünner Streifen. Und bevor wir hier die Mattung drauf bringen, müssen wir dann natürlich auch noch diese kleine Ausbuchtung machen. Und dann kann ich mir hier kurz anzeichnen, wo der Kreis beginnt, den ich da ausgestanzt habe. Und dann den auch kurz stanzen. Wunderbar.
dann kann ich hier diese Mattung auch noch festmachen. Dann haben wir hier schon die zweite Box mit diesen kleinen Taschen, wo man auch was reinmachen kann, ne? Auf beiden Seiten. Und die können wir jetzt auch schon in die nächstgrößere Box reinkleben. Und da gucke ich jeweils, ich habe hier die Einstecklaschen, dann gucke ich, dass ich dieses Mal sie auf der Seite habe. Jetzt seht ihr auch, warum ich hier innen drinne keine Mattung gemacht habe, weil man sieht es wirklich praktisch nicht, ne? Also macht so keinen Sinn. Das war die zweite. Dann die nächste Box ist diese hier mit diesen Ecken. Da habe ich auch je wieder 4. Plus ich habe hier, hatten wir ja diese Ecken abgeschnitten. Da habe ich Kreise draus ausgeschnitten, damit ich das gleich verwenden kann. Das ist eine 3,2 cm Stanze. Und dann habe ich aus dem Motivpapier mit einer 2,5er Stanze auch 4 Kreise ausgeschnitten, die wir dann verwenden, um diese Ecken hier festzumachen. Aber zuerst machen wir die Mattung außen und innen. Of a lullaby. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so perfect right here. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so. Dann haben wir hier die Mattung. Und jetzt geht es darum, dass wir hier noch kurz die kleinen Kreise auf die großen Kreise drauf kleben. Und dann können wir ganz einfach diese Ecken hier mit diesen Talern schließen, weil sie sind größer, ne? Das heißt, ihr könnt hier einfach auf die Ecken drauf. Ich würde nicht zu nahe zur Spitze gehen. Könnt ihr einfach Kleber drauf geben und das Ganze dann schön mittig und gerade drauf bringen. Und dann habt ihr hier überall Laschen, wo ihr noch einen Tag rein machen könnt. Dann machen wir auch das hier auf der vorherigen Box fest. Dann haben wir schon 3 Boxen und dann kommen wir noch zur letzten mit dem Deckel. Hier habe ich 5 Mattungen, 4 für außen, 5 für innen, weil ich eben hier in der Mitte dann auch eine Mattung hinbringen will. Machen wir zuerst das Außen. Und bevor ich jetzt auf diesen Seiten die Mattung anbringe, muss ich da zuerst die Box kurz zusammenkleben, weil ich will mit der Mattung quasi auch die Kleberlaschen verstecken. Das heißt, ich klebe hier, mache auf die Kleberlaschen den Kleber drauf.
und bringe die hier schön Kante auf Kante zusammen. Und dann kann ich hier auch schon gleich die erste Mattung drauf bringen. Let you down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. So, dann haben wir hier schon mal eine süße kleine Box. Die können wir jetzt auch schon hier reinkleben. So, und zu guter Letzt kümmern wir uns noch hier um den Deckel. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. So, jetzt können wir auch hier die Laschen reinkleben. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. Und bei denen hier drinnen mache ich es tatsächlich so, dass das Motiv zum Deckel hinguckt und nicht so wie außen in die Richtung. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, sollte der Deckel hier drauf passen. Sitzt knapp, also da könnt ihr gut noch ein, 2 Millimeter mehr machen, weil wir hier durch die Mattung natürlich auch noch an Dicke gewinnen. Ne? Wir haben außen gemattet und innen gemattet, also das könnt ihr durchaus noch ein kleines bisschen größer machen. Er geht drüber, aber er sitzt extrem matt. Na, ich kann das ganze Ding an dem Deckel heben. Dann haben wir hier wunderbar unsere Box, und wenn ich das öffne, klappt die auf und dann hat man hier eben die ganzen, hier Einstelllaschen, hier diese Tagtaschen auf den Seiten und hier auch noch mal Platz, um da was so runterschieben zu können. Ne? Also hier massenhaft Platz, und dann haben wir eben hier in der Mitte noch die kleine Geschenkbox, wo man auch noch was reinmachen kann. Ich merke gerade, wenn man den ein paar Mal drauf macht, geht es auch ein bisschen besser. So. Die Aufmerksamen unter euch werden es gemerkt haben, dass so eine Box hier, wenn ihr ein doppelseitig bedrucktes Papier habt, natürlich schneller geht, als wenn ihr dann sowas hier habt, wo ihr alles nochmal matten müsst oder könnt. Aber je nachdem, für was ihr das verwenden wollt, je nachdem, was ihr mögt, und das wirklich, das sind nur 2 Varianten. Da gibt es wirklich massenhaft mehr noch, was man damit machen kann. Und wie gesagt, da gibt es garantiert noch Videos von mir. Und wenn ihr jetzt denkt, ich habe bei mir jetzt das ganze Beschmücken und hier Taschen aufbringen und alles,
habe ich nicht gemacht. Ich habe auch die äußeren Deckel noch nicht fertig beschmückt, weil ich das halt gerne so mache, je nachdem für wen die Box ist, entscheide ich mich dann, was zu der Person am besten passt. Von dem her werde ich das heute nicht beschmücken, aber wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr habt zu wenig Ideen, zeige ich euch was. Wenn ihr auf Pinterest geht und hier auf der Suche eingebt Explosionsboxen Ideen, dann werdet ihr sehen, das Problem ist nicht, dass ihr keine Ideen findet, sondern das Problem ist mehr, sich dann zu entscheiden, was man denn gerne davon selber machen möchte, nach welcher Inspiration man quasi gehen möchte, weil das hat hier echt massenhaft extrem schöne Explosionsboxen und ja, also ich kann das durchaus empfehlen, dass ihr einfach mal reingeht, Pinterest, und dann mal so ein bisschen guckt, was es da für Ideen gibt und ja, dementsprechend dann euch überlegt, wie ihr eure Box gestalten wollt oder Boxen. Ne? Also ich könnte jetzt massenhaft noch weiter scrollen, es gibt wirklich super viele Ideen, auch solche, wo man nur die äußerste Box gemacht hat und dann einfach was in die Mitte reingepackt hat. Oder hier auch nur zum Beispiel die Mini-Box und dann einen Osterhasen reinmacht. Alles das ist alles möglich mit dem Explosion Board. Also da könnt ihr echt super viele Sachen machen. Aber das war das, was ich euch heute zeigen wollte. Hier diese Box mit verschiedenen Möglichkeiten an Einstecklaschen und dann in der Mitte auch noch eine Box. Und das dann eben wieder zusammenbauen, damit ihr hier eure Explosionsbox habt und die so verschenken könnt. Wie gesagt, ich würde da natürlich jetzt noch ein bisschen mehr verschmücken, aber da habt ihr schon mal eine gute Basis. Das war das, wo ich die MS, XS und XXS Boxen genommen habe. Und dann hier eben, wo ich mit der ML, XL und XXL Box die zusammengebastelt habe, plus zusätzlich eben mit diesen Herzen. Und damit ihr die nicht verliert, könnt ihr da wunderbar den Ring einfach wieder aufmachen, wieder hier oben festmachen. Und so geht das Ganze auch nicht verloren, wenn ihr das Board gerade nicht nutzt. Und hier eben, ihr könntet einen Deckel machen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich da gerne für jede einzelne Box einen Deckel haben möchte. Damit die Überraschung noch ein bisschen größer ist. Und dann haben wir hier eine super coole Sommerüberraschungsbox versus hier die eher so ein bisschen Vintage-Stil hat. Und eben auch die würde ich natürlich jetzt noch verzieren. So, meine Lieben, das war es jetzt auch schon. Das war alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, ihr seid auch so überzeugt von diesem Board, weil ich finde es wirklich Hammer. Man kann natürlich Boxen auch ohne Sonnenboard machen. Ich hatte euch auch schon gezeigt, wie ihr das mit dem Falz- und Schneidebrett machen könnt. Ich kann euch das Video auch oben verlinken, wie ihr so eine Box machen könnt. Aber ich finde, damit geht es wirklich nochmal massiv einfacher. Und wie gesagt, da kommen garantiert auch noch mehr Ideen mit diesem Board. Aber das war's für heute und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt eben Lust, das selber auszuprobieren und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! What if I said I'm sorry?